Um Szenen- und Levelbau in Blender zu beherrschen, sollte man stets wissen, wie man Objekte hierarchisch korrekt anordnet und wie entstehen sogenannte Parent- und Child-Relationen. Wie werden aus zwei oder mehr Nodes nur eine einzige und wie können wir aus einer einzigen wieder mehrere Objekte erzeugen. Und obendrauf gibt es noch ein paar Add-ons, die ich dir empfehlen möchte für den Level- und Szenenbau. Das hier ist die nächste Folge von Blender 4.3 in 10 Minuten erklärt. Ich bin der Truly Most Wanted und du kannst gerne einen Like lassen, wenn es dir gefallen sollte, abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest und jederzeit auch Fragen und Feedback in die Kommentare schreiben. Und schon geht's los. Beginnen wir bei den Erweiterungen, die du dir installieren solltest, um weitere verschiedene Arten von Objekten in Blender zu erhalten. Zuerst gehen wir oben links auf Edit Präferenzen, dann in den Reiter Get Extensions und hier brauchen wir heute drei verschiedene Sachen. Das eine ist, wir suchen mal nach dem Wort Extra und kriegen hier Extra Mesh Objects. Das wird dir neue Einträge hier oben in das Add-Menü in Blender einfügen unter dem Abschnitt Mesh. Das können wir uns erstmal installieren. Im gleichen Zug kannst du auch, wenn du möchtest, schon extra Curve Objects installieren. Das zweite, was wir brauchen, ist Landscape, eben für Landschaften. Und da kriegen wir hier das ANT Landscape Extension. Die können wir auch installieren, um Landschaften zu erzeugen. Und Nummer 3 wird sein Sapling, eben Setzling auf Englisch für Sapling Tree Gen. Ein Plugin, was es dir erlaubt, sehr simpel und sehr einfach Bäume zu generieren, ohne großen Aufwand. Wir drücken mal hier auf Installieren und haben dann jetzt 3 Erweiterungen erfolgreich installiert. Mit diesen installierten Erweiterungen haben wir jetzt hier oben im Add-Menü unter dem Bereich Mesh einmal neue extra Mesh-Objekte. Wir haben den Landschaftsgenerator, womit auch hier ein Felsgenerator kommt. Und wir haben beim Bereich Kurven hier viele neue Kurvenarten, sowie auch ganz unten hier den Baumgenerator, den Sapling Tree Gen. Und mit ein paar davon werden wir diese Folge arbeiten. Bauen wir uns mal eine ganz frische Szene auf. Zuerst den Würfel auswählen und über X oder Entfernen löschen. Dann gehen wir oben auf das Add-Menü im Bereich Mesh und nehmen wir hier eine Landscape. Mit der Landscape hier können wir in diesem riesigen Menü, was wir unten links aufklappen können, alles Mögliche konfigurieren. Wie groß soll es sein? Mesh Size hier auf 10 Meter gestellt. Dann haben wir einmal hier den Seed eben, um die Levelgenerierung grundlegend zu beeinflussen. Ähnlich wie auch bei Minecraft zum Beispiel. Dann haben wir einmal hier unten Tiefen. Wir haben die Noise-Größe. Je größer der Noise, desto größer die Flächen. Je kleiner, desto viel verschachtelter und unebener ist das Ganze hier. Dann haben wir auch hier unten die Höhe, um eben daraus Plateaus zu erzeugen besser. Und das können wir auch hier durchgehend konfigurieren. Hier oben haben wir auch noch 4 weitere Vorlagen, die wir nutzen können für Flüsse, Felsen, Täler und Canyons. Da könnt ihr euch durchprobieren. Als nächstes nutzen wir die Seitenansicht. Zu finden entweder über das Transform Panel N, wie letzte Folge gezeigt mit dem 3D Navigation Plugin, was du aktivieren kannst, oder eben über den Nummernblock Zahlentaste 1, dann kannst du in dieser Ansicht hier gehen. Nimm das Plateau, drücke G für bewegen, Z-Achse für nach oben und nach unten und schiebst einfach ein kleines bisschen nach unten, sodass wir hier entweder dieses Plateau genau auf 0 haben oder hier so leicht unter Wasser quasi sind. Hierzu direkt eine wichtige Info. Am unteren Rand hier finden wir die Infos per Rechtsklick, Szene-Statistiken, wie viele Vertices und Flächen wir in unserer Szene haben. Darauf dauerhaft zu achten, ist beim Modellieren etwas schlecht. Deswegen gebe ich dir oben den Tipp, nimm dieses Overlay hier und aktiviere den Haken Statistiken. Dann siehst du immer hier oben links, wie viele Objekte du hast, wie viele Vertices diese ergeben, wie viele Flächen und Kanten dabei sind, sowie auch wie viele Dreiecke. Und da haben wir ja hier eben unser Mesh in der Mitte, bei dem wir mal mit Tab in den Edit Mode gehen können und wir sehen schon, diese Landschaft hat nicht gerade wenige Punkte abbekommen. Da sind alleine 16.000 Vertices nur in diesem ausgewählten Objekt. Jetzt fügen wir Bäume hinzu über Add, Curve und dann ganz unten Sapling Tree Gen, eben den Baumgenerator. Da kriegen wir hier schon ein Baumobjekt hinzugefügt, was direkt 16.000 Vertices mit sich bringt bei mir hier. Und dann können wir hier unten in dem Add-on das Ganze konfigurieren. Ich schraube zuerst mal hier die Curve Resolution runter für weniger Geometrie. Dann gehe ich vom Reiter Geometry hier auf die Leaves, auf die Blätter und aktiviere die einfach mal. Dann seht ihr hier, wir haben jetzt spontan Äste, Zweige und eben die Blätter. Und
Jetzt können wir noch hier in dem Fall sowas wie die Blattanzahl einstellen, von 150 auf 100 reduzieren zum Beispiel. Dann haben wir ein bisschen weniger Geometrie. Wir könnten auch hingehen und bei den verschiedenen Zweigen die Radien konfigurieren, um die dicker und dünner zu machen. Und in der Geometrie allgemein auch noch hier die Skalierung, die Größe und Co. anpassen. Und schon haben wir hier einen Baum, wie er sein soll. Nehmen wir das Ganze mal so, klicken irgendwo auf unser Mesh und das Ganze hier ist abgeschlossen. Was du jetzt direkt siehst, ist, in der Szene hier oben wurde der Baum eingefügt und darunter hierarchisch sind die Blätter. Das heißt, wir haben jetzt mit diesem Objekt hier schon eine Eltern-Kind-Relation. Denn die Blätter sind dem Baum untergeordnet und wenn wir jetzt den Baum nehmen würden und ihn mit G verschieben, dann merkt ihr, die Blätter gehen sofort mit, denn sie sind dem Ganzen untergeordnet. Das ist wie in Game Engines. Wenn ihr das Elternobjekt bewegt, dann werden alle untergeordneten Objekte mitbewegt. Und das gilt hier sowohl fürs Bewegen mit G nach oben, wir können mit R rotieren und auch mit S skalieren. Obwohl wir nur eine einzige Node oder ein Objekt skalieren, werden von der Relation her die untergeordneten Elemente direkt mitskaliert. Damit dieser Baum jetzt wirklich ein Mesh wird, müssen wir einmal den Stamm auswählen und rechtsklicken und wir haben Convert to Mesh und bei den Blättern genau das gleiche, auch hier Rechtsklick, Convert to Mesh und das Ganze sind jetzt wirklich Mesh-Objekte und keine Kurven mehr. Wir werden über Kurven eine eigene Folge machen, deswegen für den Moment reicht das hier erstmal so zu wissen. Jetzt wollen wir, dass der Baum unter der Landschaft untergeordnet wird. Dafür müssen wir zwei Sachen machen. Das erste ist, wir müssen sowohl den Baum als auch die Blätter in die richtige Collection untergeordnet bekommen. Dafür nehmen wir jetzt den Baum, machen auch Steuerung Linksklick auf die Leaves in der Hierarchie und dann können wir mit dem Hotkey M für Move to Collection das Ganze in die ganz normale Collection verschieben. Dann sind die beiden Objekte hier unter dieser untergeordnet. Das ist schon mal der erste wichtige Schritt. Das zweite ist jetzt wollen wir sowohl den Baum als auch die Blätter wiederum unterhalb von Landscape einordnen. Das heißt, wir müssen die mit Steuerung Linksklick erst hier auswählen, dann die Blätter und zum Schluss die Landschaft. Denn das letzte Objekt ist ja das aktive Objekt. Und man platziert immer Objekte unterhalb des aktiv ausgewählten. Jetzt können wir mit Steuerung P das Ganze nehmen und Set Parent to Object machen und das dort unterordnen. Wichtig ist, wir hatten beide ausgewählt. Und das heißt, wir haben jetzt beide als Child vom Landscape-Objekt. Wir wollen aber, dass die Leaves weiterhin ein Kind-Objekt sind von dem Baumobjekt. Also müssen wir Leaves auswählen, dann Steuerung Linksklick auf den Baum und wir sagen hier Steuerung P, Set Parent to Object und die sind unter dem Baum untergeordnet. Wie kopiert und dupliziert man Objekte, die einander untergeordnet sind, richtig? Ganz wichtig ist, ihr müsst alles, was ihr kopieren oder duplizieren wollt, auswählen. Wollt ihr nur den Baum haben, ohne die Blätter, dann nehmt ihr den Baum in der Auswahl und macht Shift D zum Duplizieren. Dann haben wir den Baum als eigenes Objekt und ihr seht auch schon hier, da taucht eine gestrichelte Linie auf, die eben zeigt, ich bin relativ von meinem Ursprungspunkt zu dem vom Terrain hier unten. Denn wenn wir mal hier die Landschaft auswählen, merken wir, da unten ist dessen Ursprungspunkt vom Transform. Ich bin diesem untergeordnet. Jetzt wollen wir mal den Baum kopieren, aber mit allen Blättern. Wir wählen den Tree Node aus, wir machen Steuerung Linksklick auf die Leaves in der Hierarchie, dann Shift D zum Duplizieren und dann können wir das Ganze hierhin bewegen, zum Beispiel da drüben hin. Jetzt wollen wir mal beide Objekte zusammen zu einem bringen. Und das können wir mal uns genauer anschauen, denn wir sehen ja hier in der Hierarchie, wir haben zwei Mesh-Daten, nämlich das Tree 009 und das Leaves 007. Wenn ich jetzt Steuerung und J drücke, dann machen wir ein Join und beide Objekte werden zu einem. Nur, jetzt schaut mal genau hin, der Ursprungspunkt ist hier unten im Boden. Warum? Weil dort der Ursprungspunkt der Blätter war. Wir machen mal Steuerung Z, um das Ganze rückgängig zu machen und gucken uns nochmal genauer an.
Zuletzt wurden die Blätter ausgewählt. Nehmen wir zuerst die Blätter und zum Schluss mit Steuerung Linksklick den Baum und machen dann Steuerung J, dann wird der Ursprungspunkt des Baums als Referenzpunkt genommen. Um diesen Baum zu bearbeiten, einfach draufklicken und mit Tab in den Edit Mode gehen. Dann haben wir Zugriff auf alle Punkten, Kanten und Flächen von sowohl den Ästen als auch Blättern. Wie können wir jetzt einzelne Elemente aus dem Baum wieder extrahieren und daraus ein eigenes Mesh erzeugen? Beginnen wir mal bei den Blättern. Nehmen wir mal zuerst hier eine Seite davon und mit Shift Linksklick die andere. Jetzt haben wir eine bestimmte Auswahl getroffen, die wir separieren können. Denn über die Taste P gibt es das Separate-Menü oder auch hier oben dann Mesh. Und wenn wir hier ein bisschen suchen, haben wir auch hier Separate mit den gleichen 3 Einträgen, Selection bei Material oder bei Loose Parts. Wir beginnen mal bei Selection. Dann wird dieses eine Blatt hier aus dem Objekt extrahiert. Wir können mit Tab den Edit Mode verlassen, das Blatt anklicken und mit Tab wieder in den Edit Mode gehen. Jetzt haben wir also hier nur noch ein einziges Blatt zum Auswählen und nichts mehr anderes. Wichtig ist, beim Separieren von Objekten und Meshes aus einem anderen bleibt der originale Ursprungspunkt, eben der Origin, erhalten. Das heißt, dieses Blatt hat weiterhin seinen Ursprungspunkt von den Koordinaten da unten, wo der Baum auch seinen hatte. Wenn wir jetzt in den Object Mode wechseln und hier per Rechtsklick Set Origin to Geometry das Ganze machen, dann ist der Ursprungspunkt des Objektes hier oben. Und wir sehen auch hier wieder, das Ganze hat eine Linie zum Ursprungspunkt unseres Terrains, denn der Baum 3 ist ja eben der Landschaft untergeordnet. Wenn wir Eltern-Kind-Beziehungen auflösen wollen, dann müssen wir Objekte auswählen und das Gegenteil machen von Set Parent To. Und zwar Clear Parent. Das ist in dem Fall Alt-P. Wenn wir das machen, springt das Objekt in der Hierarchie von seinem aktuellen Parent aus weg auf die oberste Ebene in der Collection und wird einfach unten angehangen. Jetzt wollen wir noch Felsen hinzufügen. Wir gehen mal auf Add, auf Mesh und auf den Rock Generator. Denn damit können wir einen Felsen erzeugen und zwar hier unten beim 3D-Cursor am Nullpunkt unserer Szene. Hier unten in diesem Menü können wir wieder einstellen, was wir haben wollen. Mal wegen der Skalierung ein bisschen verändern. Ungefähr so vielleicht. Vielleicht ein bisschen hier den Maximalwert erhöhen. Und dann können wir uns hier das Ganze ein bisschen anschauen. Zum Beispiel nehmen wir mal diesen hier. Jetzt können wir mit Tab das Ganze beenden. Wir sind im Object Mode und ziehen diesen Felsen hier mal mit GZ nach oben und machen S für Skalieren, um es kleiner zu bekommen. Jetzt verschieben wir diesen Felsen mal mit GY entsprechend auf unserer Insel ein bisschen zur Seite. Und jetzt möchte ich noch einen Trick zeigen. Was ist, wenn du mehrfach das gleiche Objekt benötigst und du auch in einem Zuge alle Objekte der gleichen Art bearbeiten möchtest? Das heißt, geteilte Daten nutzen. Ich habe dir vorhin gezeigt, dass es Duplizieren mit Shift-D gibt. Das erlaubt dir, das Objekt zu duplizieren, aber als eigenes neues Objekt. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, und zwar, wenn wir diesen Stein nehmen und ihn mit Alt und D duplizieren. Wenn wir das machen, haben wir ein zweites Objekt, was die Daten vom ersten benutzt. Hier unten können wir es gerade mal sehen. Hier Rock 1 hat die Daten von Rock 1 und Objekt Rock 3 hat die Daten von Rock 1. Und der zweite ist was komplett Eigenes. Wenn wir jetzt Fels 3 nehmen und in den Edit Mode gehen, dann können wir hier mal einfach Punkte und Kanten nehmen, ein bisschen verziehen und ihr seht, der Felsen 1 auf der linken Seite wird im selben Zug ebenfalls manipuliert. Wenn du noch Wasser simulieren möchtest, dann kannst du ganz simpel ein Plane nehmen, denn meistens wird Wasser in Spielen von Shadern animiert. Also einfach hier mit Shift A, Mesh, ein Plane hinzufügen und das über S skalieren mit dem Faktor 100 zum Beispiel. Und schon siehst du hier, das wäre eben unser Ozean. Und im Object Mode können wir jetzt diese Ebene hier mit G, Z nach oben und unten bewegen. Und wir wüssten etwa, wie viel hiervon unter Wasser wäre. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge. Mit Set Parent To, Clear Parent, Join und Separate sowie der richtigen Art von Duplizieren kann man eine Menge in der Szene machen. Mehrere Objekte, gleiche Daten und doch schnelles Bearbeiten.
und die 3 Erweiterungen erlauben es dir, sehr simple Landschaften zu erstellen. Ziemlich cool, oder? Wie findest du die Sachen? Schreib's gerne mal in die Kommentare, genauso wie auch Fragen, Feedback und Meinungen zum Video. Lass gerne einen Like da und abonniere, wenn du mehr sehen möchtest. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.